Diese kanadische Dauerläuferaktie sollte jetzt unbedingt auf deiner Watchlist liegen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute mal ein Unternehmen vor, das wahrscheinlich der ein oder andere von euch noch nie gehört hat. Und zwar geht es heute um Dollarama. Dollarama ist im Bereich des Einzelhandels tätig. Man ist also ein klassischer Discount- und Dollar-Store und das Geschäftsmodell, ja, das basiert immer im Prinzip auf dem Verkauf von Produkten eben zu günstigen und festen Preiskategorien, typischerweise zwischen einem und 5 kanadischen Dollar. Und man hat hier eben ja, primär eigentlich diesen stationären Handel, also in typischen Filialen, aber man hat auch einen wachsenden E-Commerce-Markt und versucht da dieses Angebot immer weiter auszubauen. Wenn wir uns die Produkte anschauen von Dollarama, sehen wir, dass hier sowas wie Haushaltswaren, Reinigungsprodukte, Schreibwaren, Spielzeug, Lebensmittel, aber tatsächlich auch saisonale Artikel, wie jetzt hier zum Beispiel zum Valentinstag, mit im Produktportfolio sind. Also man hat hier einfach einen Fokus auf Alltagsgegenstände, die an sich natürlich auch eine relativ hohe Nachfrage haben. Dollarama ist absoluter Marktführer in Kanada. Man expandiert einerseits immer noch stark, hat aber bereits über 1500 Filialen und man ist einfach auch immer daran orientiert, die eigene Kostenstruktur zu optimieren. Das ist definitiv auch ein Hauptaugenmerk hier der Geschäftsführung. Gerade ist es eben auch ein absolut effizientes Betriebsmodell, wie Dollarama hier sein Geschäft führt. Und sie haben einfach die Fähigkeit, ja, niedrige Preise und eine breite Verfügbarkeit eben jetzt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu gewährleisten. Ja, ich möchte heute die fundamentale und charttechnische Situation mal bei Dollarama anschauen. Also wie bereits gesagt, wir gucken uns hier ein kanadisches Unternehmen an. Deswegen natürlich hier mal das ja, kanadische Dollar als Währungsrisiko. Börsenwert in Euro umgerechnet sind gerade 26 Milliarden Euro. Die Scores sind relativ gut, also wir haben wirklich gutes Dividendenwachstum, gutes Gewinnwachstum. Es ist jetzt noch kein hoher Dividendenausschütter. Wenn wir uns die Payout Ratio der Dividende anschauen, sehen wir auch, dass die sehr, sehr niedrig ist, also unter 10%. Die kann man sich also locker leisten. Die Gewinner-Cashflows, die sind langfristig wunderschön gewachsen und die Prognose geht auch davon aus, dass das so weitergehen soll. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch wie 2015, aber das ist natürlich klar, umso größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger ist es ja tendenziell auch, ja, dieses starke Wachstum beizubehalten. Aber das sieht alles wirklich sehr gut aus. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann ist er auch langfristig gestiegen und er soll auch weiter steigen. Natürlich ebenfalls nicht mehr ganz so dynamisch, aber da sieht es auch sehr gut aus. Und jetzt wird es nochmal sehr spannend. Wir haben hier aktuell eine Nettomarge von knapp unter 18%. Und ich möchte nochmal hervorheben, wie wahnsinnig gut das ist für ein Einzelhandelsunternehmen. Also Costco hat so eine Nettomarge von 3% ungefähr und hier sind es 18%. Also das ist eine wahnsinnig gute Nettomarge. Also da kommt einfach nochmal zur Geltung, ja, wie effizient deren Betriebsmodell offensichtlich ist. Wenn wir uns die Verschuldung am Gesamtvermögen anschauen, sehen wir Schuldenquote verzinst 72%, aber ist alles im grünen Bereich. Man hat jetzt hier auch fast kein Goodwill in der Bilanz liegen. Also das ist alles in Ordnung. Was sehr, sehr schön ist bei Dollarama, hier werden stetig Aktien zurückgekauft. Tatsächlich auch schon sehr viele Jahre, schon über 10 Jahre werden hier stetig eigene Aktien vom Markt genommen. Das gefällt mir immer sehr gut. Also das ist für mich auch ein wichtiger Punkt bei Aktieninvestments. Da sieht es bei Dollarama wirklich sehr gut aus. Wenn wir uns die KGV-Bewertung mal im Vergleich der letzten 5 Jahre anschauen, sehen wir, dass die Bewertung schon deutlich angestiegen ist tatsächlich und wir uns jetzt immer noch ja, über den historischen Niveaus befinden, obwohl wir jetzt ja, ein bisschen runtergekommen sind. Also wir sind jetzt so circa 10 bis 15% korrigiert. Auf Sicht der letzten 10 Jahre sehen wir jetzt eben schon, dass hier vor allem der Kurs auch gelaufen ist durch die Multiple Expansion, also die Bewertung ist angestiegen und dadurch ja, sozusagen der Kurs natürlich auch höher gewachsen oder schneller gewachsen als die Gewinne. So, und gucken wir uns mal den aktuellen fairen Wert von Dollarama an. Ich habe jetzt hier mal den Zeitraum der letzten 3 Jahre herangezogen. Sinn würde vielleicht sogar machen, eher letzten 2 oder des letzten Jahres, weil das Unternehmen relativ stark wächst. Und wenn wir uns hier mal den fairen Wert anschauen, dann ist Dollarama im Moment hier deutlich überbewertet, zumindest nach diesem Szenario. Wenn wir jetzt auf aktuellem Niveau einsteigen würden und würden das mal hier ja, projizieren bis 2027, dann hätten wir hier eine Renditewahrscheinlichkeit von 6,2% auf die nächsten 2 Jahre, also relativ schwach.
Ja, ob das dann letztlich so eintrifft, hängt natürlich auch einfach von der Entwicklung des Geschäfts zusammen. Ich werde da jetzt auch gleich nochmal eine extrem spannende Sache ja, aufzeigen, die hier Dollarama natürlich auch zu einem sehr interessanten Investment machen kann. Und da wird vielleicht jetzt dann auch gleich klar, wieso Dollarama relativ hoch bewertet ist. Aber wir halten jetzt hier mal fest, Dollarama ist nach diesem Bewertungsmodell jetzt akut noch nicht sehr, sehr interessant für einen langfristigen Einstieg. Wenn wir uns den Gewinnfluss anschauen, dann sehen wir ja klar, also die haben nur einen Bereich und das ist eben dieses General Merchandise, Consumable und Seasonal Items, also diese ganzen klassischen Produkte und die haben jetzt eben auch hier diese hohe Nettomarge, also sehr ja, gut aufgestellt. In Regionen aufgeteilt sehen wir, man macht 100% seiner Umsätze jetzt hier in Kanada, also ja, auch interessant eigentlich, man ist jetzt in den USA gar nicht tätig, also könnte jetzt auch vielleicht bei dem einen oder anderen ja zu einer Diversifikation beitragen. Also definitiv kann man sich das auch anschauen, wenn man normalerweise vielleicht einen Fokus auf USA hat und da ja, ein bisschen ja, eine Streuung auch mit reinbringen möchte. So, gucken wir mal auf die letzten Quartalszahlen von Dollarama und hier möchte ich mal ja, ein bisschen den Hintergrund rausstellen, wieso Dollarama wirklich interessant ist. Wir haben jetzt hier im letzten Quartal ein Wachstum von 5,7% bei den Verkäufen gesehen. Die Comparable Store Sales, die sind um 3,3% nach oben gegangen und das EBITDA um 6,5%. Außerdem konnte hier die EBITDA-Marge nochmal leicht gesteigert werden um 0,2%. Also das ist auch sehr schön. Sogar das Operating Income ist um 5,4% gestiegen und der CEO ist natürlich sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen. Es ist jetzt kein verrückt hohes Wachstum mehr, weil wir im Vorjahr zum Beispiel hier bei den Comparable Store Sales 11,1% hatten. Aber das ist auf jeden Fall ein solides Ergebnis und so soll es eigentlich auch weitergehen. Man hat jetzt hier, was ja, muss man schon sagen, einige neue Ziele auch ausgegeben, jetzt langfristiger Natur. Man möchte jetzt nämlich bis 2031 weitere Stores eröffnen. Also das hat man eh schon ausgegeben, dass man praktisch 2000 Stores bis 2031 in Kanada haben möchte. Das hat man jetzt nochmal erhöht, eben auf 2200 Stores bis 2034. Also hier nochmal eine Zielerhöhung, mehr oder weniger. Und jetzt aktuell haben wir ja so circa 1500. Also man ist hier nach wie vor wirklich extrem stark am Expandieren und das sieht wirklich gut aus für Dollarama. Und wenn wir uns die Guidance für Fiskaljahr 2025 anschauen, dann sehen wir, dass hier die Comparable Store Sales um 3,5 bis 4,5% wachsen sollen. Das ist definitiv interessant. Das heißt, wir reden hier von den einzelnen Filialen, die schon Bestand hatten. Also ohne die neuen Filialen, die jetzt eröffnet werden, soll das um 3,5 bis 4,5% wachsen. Und das ist natürlich immer eine extrem wichtige Kennzahl hier bei diesen Einzelhändlern. Also da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. So, bevor wir jetzt gleich zu dem wichtigsten Teil kommen, warum ich hier auch Dollarama so interessant finde, wenn du noch nicht Abonnent des Kanals bist, dann auf jeden Fall jetzt mal ein Abo dalassen für den Kanal. Börsenparkett ist natürlich völlig kostenlos und hilft mir extrem weiter. Gerne auch Daumen nach oben dalassen, wenn du dich generell für solche vielleicht auch eher unbekanntere Dividendenaktien interessierst. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch die Glocke aktivierst. Dann verpasst du nämlich auch keine neuen Videos von mir, wie zum Beispiel eine neuere Analyse zu Linde oder meine favorisierten Aktiensektoren im Jahr 2025. Danke dir. So, jetzt gucken wir uns mal die News an, die für mich extrem spannend ist. Dollarama ist nämlich an einem Unternehmen in Lateinamerika beteiligt und zwar heißt dieses Unternehmen Dollar City. Also es ist eine Art ja, Beteiligung an Dollar City und die sind eben auch eine Einzelhandelskette mit einem Sitz eben in Lateinamerika. Und ich glaube, jedem ist bewusst, also Lateinamerika hat noch wirklich ja, großes Wachstumspotenzial. Man betreibt jetzt da eben Filialen in Kolumbien, ja, El Salvador, Guatemala, Peru und die haben einen Fokus auf wachstumsstarke und konsumfreudige Regionen. Und klar, also die versuchen auch ihr Geschäftsmodell dann an diese lokalen Bedürfnisse anzupassen, aber natürlich auch die bewährten Einkaufs- und Betriebsstrategien zu nutzen, die man eben von Dollarama bekommt. Also man ist hier eine langfristige Partnerschaft ja,
eingegangen und Dollarama gehört jetzt hier 60% des Equity Interests in Dollar City. Also man hat hier eine sehr große Beteiligung an diesem Unternehmen, das in diesen ja wirklich stark aufstrebenden Märkten tätig ist. Und man hat sich auch noch große Ziele gesetzt. Also man möchte hier mit Dollar City auf bis zu 850 Filialen expandieren, eben in diesen Bereichen. Und da hat man einfach so eine wachstumsstarke Volkswirtschaft in Lateinamerika, dass man da wirklich hohes Wachstum erwarten darf. Gerade ist natürlich diese Expansion auch für Dollarama gut, weil ja, eine Diversifizierung einfach dadurch erreicht wird, muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt im Moment ist ja nur Kanada der Hauptmarkt und dadurch kann man neue Märkte erschließen und kann sich langfristige Wachstumschancen sichern durch ja, diesen lateinamerikanischen Markt, der natürlich auch steigende Mittelschicht mit sich bringt und ja, eine zunehmende Konsumfreudigkeit ist einfach eine attraktive Basis für zukünftige Erträge. Aber es hat natürlich auch politische und wirtschaftliche Risiken, da diese oder diese Länder wie Peru und Kolumbia noch nicht absolut ja, am Peak der Entwicklung stehen. Man muss aber zusammenfassen, mit der Partnerschaft, ja, mit Dollar City setzt eben Dollarama auf ein risikoärmeres Modell für diese Expansion in Lateinamerika, da man sich eben ja, nicht vollständig auf die operativen Herausforderungen vor Ort konzentrieren muss. Das übergibt man eben an Dollar City, damit dann die eben den Hauptfokus darauf legen können. Und das ist ein absolut wichtiger Wachstumsfaktor für Dollarama und macht für mich eigentlich dieses Unternehmen erst wirklich richtig spannend. Und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Und da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Wie findet ihr diesen Fokus? Glaubt ihr, dass das auch sehr, sehr große Zukunftsaussichten hat? Würde mich definitiv interessieren. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal im Aktienguide an. Im Moment haben wir ein KGV um die 35, Dividendenrendite ja, ungefähr 0,25%. Die Dividende wird tatsächlich auch langfristig gesteigert. 2021 wurde sie hier nicht erhöht, da wurde sie gleich gehalten. Aber die Prognose sagt auch, dass die Dividende weiter nach oben gehen soll. Davon gehe ich auch aus. Mir wäre es aber tatsächlich lieber, wenn Dollarama dieses Geld in eigene Aktienrückkäufe stecken würde. Also diese kleine Dividende könnten sie sich auch sparen. Das ist zumindest meine Meinung. Wir liegen jetzt tatsächlich auch unter der Dividendenrendite im Schnitt der letzten 5 Jahre. Die lag nämlich leicht über 0,3% und im letzten Jahr wurde die hier um 29,94% erhöht und die Payout Ratio, haben wir ja vorhin schon gesehen, ist wirklich extrem niedrig. Also da sieht es wirklich ja, hervorragend aus. Wenn wir uns Dollarama im Vergleich der letzten 6 Jahre zum S&P 500 anschauen, sehen wir, dass vor allem ab 2022, also Anfang 2022, die Aktie deutlich besser performt hat als der S&P 500. Davor ist man über lange Strecken ungefähr gleich gelaufen, hatte aber auch da schon mal einen Timeframe, so 2019, in dem man sich auch vom Gesamtmarkt entkoppeln konnte. Ja, das gleiche gilt jetzt in den letzten Jahren auch für den Nasdaq. Also Dollarama ist hier definitiv ein spannendes Unternehmen, das auch die Chance hat, ja, den Gesamtmarkt out zu performen. Davon bin ich absolut überzeugt. Bevor wir uns jetzt den Chart anschauen von Dollarama, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst und der ist absolut kostengünstig, kann ich absolut empfehlen, nutze ich auch selber. Hat eine wunderschöne analytische Oberfläche. Dann hier mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung gerne ein Konto öffnen. Damit kannst du mich auch indirekt unterstützen und das ist natürlich für mich eine absolut große Hilfe und hilft auch, die Arbeit auf meinem Kanal zu finanzieren. Deswegen danke dir und jetzt schauen wir uns den Chart an. Dollarama ist hier seit 2010 an der Börse gelistet und hat seitdem eine rasante Kursentwicklung hingelegt. Also es gibt eigentlich nur eine historische Korrektur und die ging von 2018 bis ja, Anfang 2019. Seitdem wie an der Schnur gezogen geht es hier nach oben. Wenn wir uns den Trendkanal anschauen, dann sehen wir eigentlich mehr oder weniger, dass wir ja, ungefähr in der Mitte liegen, aber schon in der unteren Hälfte. Und das eigentlich auch die Trenddynamik ist, die jetzt hier aussagekräftig ist, also seit 2019 mehr oder weniger. Hier gab es nur kleine Korrekturphasen, also immer nur mal wenige Prozent, die es nach unten geht. Die einzige wirklich längerfristige Seitwärtsphase gab es hier 2022. Es war jetzt eben auch dieser ja, Zeitrahmen, in dem die Tech-Aktien sehr gut gelaufen sind auch. Und da hat man sich natürlich eher schwächer entwickelt, weil man ja auch im Bereich des Einzelhandels unterwegs ist.
Diese Korrekturlänge hier unten, die war ungefähr 45%. Also wenn wir uns die hier mal abarbeiten, dann würde das auch ungefähr in diese Seitwärtsphase fallen, rund um dieses 61,8er Fibonacci Retracement. Das halte ich aber tatsächlich für relativ unwahrscheinlich, dass wir da hinkommen. Man muss aber leider sagen, also die wichtigste Unterstützungszone würde auf jeden Fall hier liegen im Bereich um ja, 85 bis runter bei 75 US-Dollar. Also das ist die wichtigste Zone. Und da wäre auf jeden Fall eine sehr gute langfristige Unterstützung. Das Problem ist jetzt eben nur, dass wir uns auf einem wirklich extrem hohen Kursniveau befinden. Und ja, wenn wir so weit runterkommen, dann wären das vom aktuellen Niveau nochmal minus 40%, die wir abbauen müssten. Und ob das passiert, das halte ich eigentlich für relativ unwahrscheinlich. Man muss aber klar sagen, also wenn diese langfristige Struktur die ausschlaggebende ist, dann ist bei Dollarama jetzt eigentlich mal eine langfristige Korrektur nötig. Aber das wird sich zeigen. Im Moment haben wir da kurzfristig noch überhaupt gar kein Signal dafür. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, sehen wir, dass auch Dollarama hier ein bisschen im Kurs nach unten gekommen ist. Also wir sind jetzt gerade ja, so ungefähr 10% nach unten gelaufen. Und das tatsächlich auch sehr gemächlich, also in einer schönen Struktur. Der Impuls ist im Vergleich zur Korrektur auf jeden Fall attraktiv und hier ist auch eine kleinere, schönere, kurzfristige Unterstützung, jetzt hier im Bereich von 135 US-Dollar. Und wenn die hält, dann denke ich tatsächlich, dass wir eher wieder nach oben laufen und neue All-Time-Highs schreiben. Erst wenn wir hier diese 124,9 US-Dollar nachhaltig auf Wochenschlusskurs unterschreiten, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir eine Top-Bildung sehen und eine größere Korrektur folgt. Aber solange wir uns jetzt hier in diesem Bereich stabilisieren, also entweder um 135 oder rund um 130, dann gehe ich eher davon aus, dass Dollarama hier neue All-Time-Highs schreiben wird. Das könnte man natürlich auch jetzt dann nutzen, um einen Einstieg zu finden. Angenommen, wir bekommen jetzt hier ein Einstiegssignal am 61,8er Fibonacci Retracement, legen unseren Stop-Loss unter den Wochentrendbruch, dann hätten wir hier ein CRV aufs nächste Kursziel von 2,5 und das wäre, denke ich, schon durchaus attraktiv. Also, ich schaue mir Dollarama jetzt ganz genau an. Ich finde jetzt diese kleine Korrektur tatsächlich eigentlich schon relativ interessant, um hier mal vielleicht eine erste Position zu wagen. Wir können uns hier auch nochmal die durchschnittliche Länge von so einer Korrektur anschauen. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier, diese kleine Seitwärtsphase wurde nach unten nochmal aufgebaut, nochmal angetestet und da waren es minus 12%, minus 13%. Wenn wir uns das hier anschauen, waren es minus 15% ungefähr. Die Seitwärtsphase, die hier oben an sich stattgefunden hat, waren ungefähr 11 bis 12%. Hier unten diese Bewegungen waren auch 15%. Also wir sind hier meistens so im Rahmen zwischen 10, 15, maximal 20%. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal die 15% antizipieren, dann würde uns das hier runterbringen bis auf 130, also genau auf dieses Niveau, wo das 78,6er liegen würde. Also das wäre dann definitiv auch möglich, dass wir bis hier runtergekommen. Aber man muss klar sagen, also 10%, das ist schon eine durchschnittliche Korrekturlänge bis 15%, in der ja, dann Dollarama meistens tatsächlich wieder zu einem neuen Impuls ansetzt. Also aktuell spannende Situation. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Also glaubt ihr, dass Dollarama jetzt hier neue All-Time-Highs schreiben wird oder haltet ihr die aktuelle Bewertung für eher völlig übertrieben? Man muss auch sagen, dass eben das Wachstum jetzt schon deutlich nachgelassen hat auch, aber es ist ein stark expandierendes Unternehmen mit extrem hohen Wachstumsaussichten und ich denke auch einer sehr starken Zukunft. Deswegen ist natürlich auch einiges an dieser Bewertung gerechtfertigt und deswegen ist das Unternehmen auch auf meiner Watchliste. Aber wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, auf keinen Fall vergessen. Und falls du dich jetzt noch interessierst für Linde und ob man die Aktie jetzt kaufen sollte, kann ich dir dieses Video empfehlen oder eben hier mein vorletztes Video zu den besten Aktiensektoren 2025 gerne auschecken und Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin und ciao.